Hallo, mein Name ist Jorge und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I Love Kuba. 2020 habe ich ein Video zum Thema Heiraten in Kuba veröffentlicht. Dieses Video habe ich vor anderthalb Jahren, also 2022, aktualisiert. Seitdem ist zumindest, wenn man die finanzielle Seite betrachtet, ein wenig was passiert. Aus diesem Grund habe ich mich dazu entschieden, dieses Video oder dieses Thema, besser gesagt, ein weiteres Mal auf den aktuellen Stand zu bringen. Darum soll es heute also gehen: Heiraten in Kuba. Die geforderten Unterlagen halten sich in Grenzen. Man benötigt die Geburtsurkunde, den Reisepass bzw. den kubanischen Ausweis sowie einen Nachweis zum Familienstatus, also als Nachweis, dass man nicht schon verheiratet ist. Seitens des Partners in Kuba ist dies schnell erledigt. Seitens des Partners in Deutschland ist schon ein wenig mehr Zeit einzuplanen. Der Termin zur Eheschließung in Kuba ist innerhalb weniger Tage nach Einreichung der Unterlagen möglich. Welche Unterlagen werden benötigt? Der Weg zur Hochzeit ist lang und man benötigt unter Umständen einiges an Geduld. Alle Unterlagen müssen bei der kubanischen Botschaft beglaubigt und übersetzt vorgelegt werden. Dort erfolgt die Legalisierung. Schauen wir uns nochmal die Unterlagen im Detail an. Neben dem gültigen Reisepass sind folgende Unterlagen zu beglaubigen und zu übersetzen: Die Geburtsurkunde, wobei man auch hier schon sparen kann, wenn man sich gleich die internationale ausstellen lässt. Die erweiterte Meldebescheinigung als Nachweis des Familienstandes sowie, falls man mal bereits verheiratet war, den Scheidungsnachweis. Für die erweiterte Meldebescheinigung kann man auch das Ehefähigkeitszeugnis beantragen. Die erweiterte Meldebescheinigung oder das Ehefähigkeitszeugnis erhält man beim Melderegister. Im Regelfall findet man diese bei der Stadtverwaltung. Nach der entsprechenden Übersetzung und Beglaubigung der Unterlagen geht es als nächstes zur kubanischen Botschaft. Dort werden die Unterlagen dann für Kuba legalisiert. Wenn das auch erledigt ist und alle Voraussetzungen auf der deutschen Seite erfüllt sind, dann kann es losgehen. Auf der kubanischen Seite geht das alles weitaus schneller. Hier geht man im Regelfall ins Registro Civil, also das Rathaus der jeweiligen Ortschaft, und beantragt dort die gleichen Unterlagen. Der Prozess der Übersetzung und Legalisierung ist an dieser Stelle natürlich obsolet. Hat man nun alle Unterlagen, geht man dann ins Büro der Consultoría Jurídica Internacional und legt alle Unterlagen vor. Ich verlinke hier mal das Büro. Einen Termin zur Eheschließung erhält man dann relativ kurzfristig, innerhalb von wenigen Tagen. Nach der Hochzeit wird die Eheurkunde zum kubanischen Außenministerium geschickt. Unter Umständen kann das länger dauern, wenn man nicht in Havanna heiratet, da die Postwege manchmal auf sich warten lassen. Wenn man die Urkunde wieder zurück hat, muss diese übersetzt werden. Hierfür nutzt man in Kuba den Service von Esti. Mit dem Original und der geleuchteten Übersetzung geht es dann an die deutsche Botschaft in Havanna zur Legalisierung, damit die Eheurkunde auch in Deutschland anerkannt wird. Schauen wir uns mal die Preise einer Hochzeit in Kuba an. Zu den Preisen in Deutschland für die Besorgung der Unterlagen und Beglaubigung sowie Legalisierung gehe ich jetzt nicht ins Detail, da die Kosten hier individuell sind und davon abhängig sind, welche Unterlagen man persönlich benötigt und welche extra übersetzt und beglaubigt werden müssen. Der größte Betrag fällt allerdings bei der Legalisierung in der kubanischen Botschaft an: 110 Euro pro Blatt. Schauen wir nun mal nach Kuba. Hat man alle Unterlagen zusammen, spricht man in der Consultoría Jurídica Internacional vor. Als es noch den COC gab, kostete die Hochzeit 600 COC.
Nach der Abschaffung des COC wurde der Preis auf Peso umgerechnet. 600 COC waren damals 600 Dollar. 600 COC sind jedoch nun nur knapp 15.000 Peso. Wendet man den aktuellen Kurs von 120 Peso an, kostet die Hochzeit nun also nur noch 125 Dollar. Wendet man den aktuellen Straßenkurs von 250 an, so kostet die Hochzeit nur noch 60 Dollar. Hier möchte ich meinen Dank auch nochmal an Wolfgang richten. Er ist einer von uns hier aus der Runde und sprach mich im Januar am Flughafen an. Er hat dieses Jahr in Kuba geheiratet und konnte mir diese aktuellen Zahlen spiegeln. Neben den Kosten für die Hochzeit muss man noch Kosten für Wertmarken, Versand, die Bestätigung durch das kubanische Außenministerium sowie den Übersetzungsdienst berücksichtigen. Hier reden wir aber dann tatsächlich nur von Kleinstbeträgen. Schauen wir uns noch kurz das Thema Eheregister an. Die in Kuba erfolgte Eheschließung kann in Deutschland nachbeurkundet werden, sodass man noch eine deutsche Eheurkunde erhält. Das ist jedoch nicht verpflichtend und hat auch keine Auswirkungen auf die bestehende Rechtswirksamkeit der Ehe, da nach dem deutschen Recht auch die im Ausland offiziell geschlossene Ehe rechtswirksam ist. Es hätte nur gegebenenfalls Vorteile, da man im Rechtsverkehr mit deutschen Behörden hin und wieder auch die Ehe nachweisen muss und es für die Sachbearbeitung letztendlich dann eindeutiger wäre. Im Endeffekt hat es aber, wie gesagt, keine Auswirkungen. Am Ende möchte ich euch noch den Tipp geben, dass man im Internet viele Informationen findet, aber man immer das Problem hat, dass man nicht weiß, ob diese Infos noch aktuell sind. Wie anfangs gesagt, ist das hier mein drittes Video zum Thema Heiraten in Kuba, da sich immer mal ein paar Dinge verändert haben. Wenn ihr auf der sicheren Seite sein wollt, kommt ihr nicht umhin, direkt bei den offiziellen Stellen anzufragen, also auf deutscher Seite bei der kubanischen Botschaft und auf kubanischer Seite bei der Consultoría Jurídica Internacional. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm gerne einen Daumen nach oben und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das jetzt auch noch schnell machen. Das soll es für heute gewesen sein. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, saludos, ciao.